Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Wie ihr es von mir aus dem vergangenen FIFA-Teil und auch aus dem davor schon kennt, werden wir auch in FIFA 23 jede Woche die aktuellen Top-Partien lösen und ich zeige euch da wie immer einen günstigen Lösungsweg. Insgesamt bekommen wir in den aktuellen Top-Partien Packs im Wert von ca. 55.000 bis 60.000 Coins an Pack zurück und die sind sogar alle tradable und wir bezahlen dafür zum aktuellen Zeitpunkt nur ca. 20.000 bis 21.000 Coins. Das ist natürlich immer abhängig, ja, wie gut ihr gerade snipen könnt oder wie sich der Markt immer ein bisschen verhält. Das ist ja sehr unterschiedlich. Ich habe auf jeden Fall diesen Preis dafür bezahlt und ich würde sagen, wir starten rein in die ersten Top-Partien für FIFA 23. Kurze Werbung an der Stelle, wenn ihr auch in der Zukunft keine Top-Partien verpassen möchtet, dann abonniert doch einfach kurz den Kanal, ihr unterstützt mich damit sehr und wenn ihr schon dabei seid, dann drückt doch auch gleich auf den Like-Button. Okay, wir starten rein, Top-Partien und das sind die Partien. Dänemark, Frankreich, Niederlande, Belgien, Portugal, Spanien und England, Deutschland. Premium Goldspieler Pack ist das Belohnungspack für den Abschluss aller SBCs. Ja, das ist jetzt auch hier die Web App Edition. Das ist auch ein ungewohntes Umfeld für mich. Ja, normal machen wir das immer auf der Konsole, aber es gibt ja momentan nur die Web App und von daher müssen wir uns hiermit arrangieren und das schaffen wir. Ja, es wirkt dann alles ein bisschen anders. Ich versuche das aber hier für euch so gut wie möglich zu gestalten. Okay, Premium Goldspieler Pack im Wert von 25.000 Coins, das ist das Belohnungspack und wir haben ja noch viele weitere dann hier und das ist auch schon die erste SBC, Dänemark, Frankreich mit den folgenden Bedingungen. Mindestens ein Spieler von Dänemark oder Frankreich, maximal 6 Nationalitäten im Team, mindestens 3 Spieler, die Silber sein sollten und das haben wir auch, mindestens ein Spieler, seltene, mindestens 14 Gesamt-Team-Chemie-Punkte, die sind ja neu dazugekommen, aber keine Sorge, wenn ihr euch damit noch nicht auskennt, ihr habt ja mich, ihr könnt das ja 1:1 nachkaufen, das Loyalität gibt es ja nicht mehr in FIFA 23, das ist ja ein ganz großer Vorteil auf jeden Fall, aber es gibt da auch noch so ein paar Strickfälle, da müssen wir einfach für die Zukunft noch ein bisschen lernen. Ich habe jetzt auch ein bisschen gebraucht, also wir schaffen das aber. Neu ist nicht immer besser, aber es ist auch nicht so schlimm. Es ist was Neues und wir werden uns damit arrangieren. Zahl der Spieler im Team 11, das ist klar und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt snipen. Dann würde ich sagen, legen wir los mit dem Torwart und das würde ich dann immer sagen, ihr seht ja schon den Preis, ich habe für alle SBCs 20.800 bezahlt. Das sehen wir dann auch, wenn wir hier einzeln durchgehen. Ihr könnt das gerne nachrechnen. Für die erste SBC 4.650. Wir gehen immer in die Spielerbiografie, damit ihr den Vor- und Nachnamen sehen könnt. Das heißt, ihr sucht jetzt nach einem Marek Rodak auf dem Transfermarkt. Also, wenn ihr jetzt hier guckt, dann geht ihr jetzt einfach auf Marek Rodak, da kommt er schon, 75, er hat jetzt keinen Namensvetter, manchmal gibt es noch einen Namensvetter, wenn die das gleiche Rating haben, ja, dann ist es ein bisschen schwierig zu gucken, aber ihr findet den dann auch heraus und dann könnt ihr dann einfach hier, Maxpreis angeben und dann findet ihr den schon, 305, also ihr würdet den auch für 350 kriegen, kein Problem. Okay, dann legen wir los. Dann wisst ihr jetzt die Basics und dann starten wir rein mit dem ersten Spieler, Marek Rodak und der IV ist dann Delbridge und mit Vornamen Harrison. Martin Valiant ist der zweite IV, der mittlere IV. Isa Diop, der dritte. Falls ich mich noch heiser anhöre, ja, ich lag bis gestern noch flach, aber perfekt zur Web-App bin ich dann wieder fit geworden. Und hier der nächste ist der Christian Wallo, der rechte Mittelfeldspieler. Ja, wenn es euch zu schnell geht, macht einfach kurz Pause, kein Problem. So, und dann der erste ZM-Spieler, Mia Zeig. Okay, dann machen wir den nächsten. Das ist der Jasmin Kurtic.
Dann der LM ist der Lukas Haraslin. Nimm's mir bitte nicht übel, wenn ich dir die Namen teilweise falsch ausspreche. Ob Slowene oder Slowake, da war ich jetzt noch nicht so oft. Erik Janzer ist der rechte Flügelspieler. Positionsuntreu, das ist aber nicht so schlimm. Und der John Felipe Mateta ist hier unser Stürmer. Und dann haben wir noch einen Rafael Borges Rodriguez. Hier könnt ihr aber jeden beliebigen Australier nehmen. Auf der Position. Das sollte auf der linke Flügelposition. So, und damit haben wir alle durch. Ich gebe das Ganze aber dann immer erst zum Schluss ab, damit wir sicher gehen, dass wir nicht irgendwie eine doppelte Karte verwenden. Und wir haben damit die erste SBC vollständig abgeschlossen. Okay. Niederlande, Belgien mit den folgenden Bedingungen. Mindestens 2 Spieler von Niederlande oder Belgien, mindestens 3 Liga im Kader, Spielerqualität mindestens Silber. Wir gehen hier aber komplett sogar mit Gold. Ja, es macht einfach mehr Sinn, denn die Silber- und die Bronzespieler, die werden einfach weniger gezogen. Ja, das ist eigentlich grundsätzlich so. Und vielleicht nicht jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, aber trotzdem, das, was ich gesehen habe, sind die Goldspieler schon sehr günstig und das ist einfach das Einfachste, weil sie gut auf den Markt kommen. Mindestens 2 Spieler davon sollten selten sein, das haben wir auch. Mindestens 80 Gesamt-Team-Chemie-Punkte und natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Der Tormann ist Alejandro Remiro Gagalo und ja, hat einen sehr langen Namen. Gut. Rechter Verteidiger ist der Nahuel Tenaglia. Oh, das wird noch spannend mit uns hier. Mit den Namen Karim Rekic. Hat er nicht mal in der Bundesliga gespielt? Ich weiß es nicht. Da so ein Gefühl. Okay, Pascal Struik. Melling mit Vornamen Birger. Und dann haben wir den ersten ZM. Das ist der, ja, Ander Herrera. Roque Messer. Oder Mesa. Jangel Herrera. Das ist sein Bruder. Nee, das kann nicht sein Bruder sein. Maybe doch, aber ist er nicht. Craig Goodwin als rechter Flügel, ist aber out of position. Hier könnt ihr auch jeden beliebigen anderen Goldspieler hinstellen. Ich habe den jetzt einfach aus dem Verein genommen. Und hier habe ich Morata. Könnt ihr tatsächlich auch jeden Spanier aus der La Liga nehmen, der die Position Stürmer hat. Und dann als letzten haben wir noch Rahimi. Dort könnt ihr auch jeden beliebigen Goldspieler ansonsten alternativ hinstellen. Das ist der Soufiane Rahimi. Dort könnt ihr aber wirklich jeden anderen Goldspieler auch hinstellen. Habt ihr dann noch einen Verein, auch Untrade, dann geht das natürlich auch. Okay, nächste SBC, Portugal, Spanien. Und hier haben wir folgende Bedingungen. Werden wir die nochmal sehen? Ja, mindestens ein Spieler von Portugal, mindestens ein Spieler von Spanien, mindestens 5 Vereine im Kader, mindestens 2 seltene Spieler, mindestens eine Teamgesamtbewertung von 72, mindestens 22 Teamgesamt-Chemiepunkte und natürlich auch hier 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Und der erste Spieler, der Torwart, ist der André Blake. Weiter geht's mit Carlos Acapo Martinez. Okay. Hier haben wir den Portugiesen, den wir benötigen. Paulo Oliveira. Jetzt haben wir hier den Spanier. Der João Sanchez. Und da haben wir den Kai Wagner. Den kann ich gut aussprechen, den Kai. Nicolas Loidaro. Oder Loidero. Ich glaube, wir lassen das mit dem Aussprechen. Kommen wir besser hin. Ihr könnt es ja auch sehen. Auf der Konsole haben wir es ja ähnlich gemacht. Hier seht ihr immer, wie gesagt, den Namen. Ansonsten, ihr habt ja das Bild dazu. Das sollte kein Problem sein. Maxi Morales. Martinez. Und der Rui Diaz.
Okay, damit haben wir auch die dritte SBC abgeschlossen. Und jetzt kommen wir hier zu einer kleinen Besonderheit. Diese SBC, die hat mich ein bisschen Nerven gekostet, denn die ist tatsächlich ein bisschen verbuggt. Die mittlere Position, die hier auch von mir out of position ist und out of cam, die funktioniert gar nicht. Ja, die ZM-Position in der Mitte, falls ihr da ein bisschen was versucht mit Chemie hinzubekommen, es geht nicht. Ihr müsst um diesen Spieler herum schon auf eure 26 Gesamtteam-Chemie-Punkte kommen. Und dann müsst ihr hier einfach nur einen Lückenfüller hinstellen. Und da ist der Engländer, den wir benötigen, mein Lückenfüller. Wir brauchen ansonsten noch einen deutschen Spieler, maximal 4 Spieler aus einer Liga, mindestens 3 seltene Spieler, Gesamtbewertung 75, mindestens 26 Team-Gesamtpunkte und natürlich auch hier 11 Spieler. Also, viele haben ja die Probleme, dass sie das nicht gelöst bekommen. Also, ich habe schon 2, 3 Nachrichten bekommen. Hey, wie funktioniert das Ganze? Ich kriege das nicht hin. Ich habe doch hier Fullcam aus dem Verein heraus gelöst. Kannst du mir wieder helfen? Und voilà. Ja, man muss um ihn herum bauen. Das ist hier die Schwachstelle, die nicht funktioniert. Ja, danke EA dafür. Das hat mich dann auch mal so wieder ein paar Minuten mehr gekostet, um das herauszufinden. Okay, alles klar. Dann haben wir das und hier gehen wir natürlich auch durch die Spieler durch. Und hier bin ich aber jetzt mal einfach stillschweigend. Und damit haben wir alle SBCs in den Top-Partien abgeschlossen. Ich hoffe, dass ich euch damit weiterhelfen konnte. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Pack-Luck. Wir machen jetzt natürlich noch meine Packs auf. Und dann würde ich sagen, geben wir alles hier einmal ab. Und wir werden natürlich erst die ganzen SBCs hier abgeben. Wie ihr gesehen habt, funktioniert England, Deutschland bei mir sehr gut. Könnt ihr alles 1:1 nachkaufen. Es gibt, ihr braucht für meine Lösungen keine Positionswechselkarte. Und dann haben wir jetzt alles durch und wir holen noch das Premium Goldspieler Pack ab. Und ich brauche jetzt unbedingt ein bisschen Coins, denn ich habe hier meine 20.800 Coins gelassen. Und ich brauche jetzt mal ein bisschen was wieder. Ich wäre schon EA sehr dankbar, wenn sie mir hier ein bisschen gönnen. Okay, fangen wir an mit dem ersten kleinen Pack. Ja, dann machen wir das Prime Goldspieler Pack auf. Let's go, komm, gönn. Grealish, 84. Ja, das wird unser Portemonnaie jetzt nicht unbedingt bereichern. Ferran Torres. Okay, haben wir noch was dabei? Schnellverkauf ist okay. Wir können ja alles dann auf dem Transfermarkt verkaufen. Wir müssen ja nur, ich mache es erstmal zum Verein. Wir müssen ja nur ungefähr etwas über 20.000 wieder zusammenbekommen. Aber dann haben wir auch ordentlich Time gewastet. Also ich erhoffe uns da schon noch ein bisschen was Größeres. Okay, wir lassen uns einfach überraschen. Ja, 81, das ist vielleicht ein guter Starterspieler. Können wir mal gucken. Sonst auch jetzt eher nicht so was dabei. Dann haben wir jetzt hier noch ein Gemischt-Spieler-Pack. Ja, einer. Luis Maximiano. Irgendwann zahlt sich das hier aus. Zumindest hoffe ich das. Und wir werden belohnt für unsere harte Arbeit. Okay, Prime Spieler Pack. Ja, was haben wir hier denn Schönes? Ja, okay. Oh, Lukaku. Das ist natürlich, Lukaku klingt auf dem ersten Blick gar nicht so verkehrt. Die Frage ist, hat er eine verkackte Preisrange?
sorry für den Ausdruck, aber ich habe teilweise Spieler gesehen. Aber Lukaku, wir haben hier einen Walkout gezogen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Die Frage ist, gehen die alle nur für den Preis weg? Ansonsten würde ich jetzt an der Stelle warten. Aber ein Walkout, ich bin damit auf jeden Fall happy. Ich werde den jetzt hier jeden Tag, ich werde den auf jeden Fall listen, wenn ich hier 50.000 Coins bekomme. Ja, warum eigentlich nicht? Auf Transferliste. Okay, haben wir noch irgendwas dabei? Rafa Mir auf Transferliste und den Rest packen wir in den Verein. Ich denke, damit können wir schon eigentlich ganz zufrieden sein. Ja, den Lukaku, da müssen wir mal gucken, dass die Preisrange angepasst wird. Aber ich glaube nicht, dass der, dass er unter 10.000 Coins, ich glaube, der wird ein bisschen mehr wert sein. Der ist ja, ich glaube, bei Inter ganz gut unterwegs. Und da machen wir das letzte Pack auf. Und da kriegen wir nochmal den Heuberg. Schade. Hier hätte ich mir noch ein bisschen was mehr erhofft. Aber Lukaku haben wir jetzt hier gezogen. Osimhen. Moment mal. Okay, Napoli. Da hätte ich ja eigentlich schon mit Lukaku und Osimhen eigentlich schon ein gutes Line-Up vorne. Müsste ich natürlich dann noch ein bisschen... Oha, der kostet ja anscheinend... Hat der auch so eine blöde Preisrange? Also... Auf Transfermarkt anbieten. Ja, also ich bin zufrieden, muss ich sagen. Geht natürlich besser. Aber grundsätzlich kann ich mich hier einfach mal nicht beschweren. Okay, das soll es gewesen sein. Falls ihr könnt natürlich euch auch nochmal die ganzen fortgeschrittenen SBCs angucken. Da habe ich auf meinem Kanal, werde ich da nach und nach immer die Lösung hochladen. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Und wenn es das getan hat, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr hier mir ein kostenloses Abo dalasst. Und ansonsten gerne Like-Button drücken für das Lösen oder das Vorstellen dieser Lösung. Und ja, in diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.